Ja, hallo Tommy, wir sind hier bei dir im Wohnmobil. Wegen was sind wir eigentlich heute hier, Tommy? Beantworte uns das mal. Warum hast du uns heute eingeladen? Was wolltest du uns zeigen? Du hast uns eine Halterung zugeschickt für den Kühlschrank. Viele haben ja das Problem, wenn sie den Kühlschrank oder wenn sie das Wohnmobil abstellen, den Kühlschrank offen lassen wollen, dass entweder die Türen aufklappen oder irgendwas dazwischen gelegt wird. Es gibt hier original diese kleinen Ärmchen zum Ausklappen, die brechen aber meistens weg und das ist so eine tüchtige Fummelei. Da muss Tommy recht geben, dass das Problem haben wir auch. Natürlich ist auch das Problem mit den Fahren, ne? Wenn man diese vorgefertigten Klammern drin haben, es wird schwierig, wenn man jetzt mit dem Wohnmobil fährt, ne? Und hat die Türen. Mit diesen Ärmchen kann man gar nicht fahren, weil entweder brechen die weg oder es rutscht ganz einfach raus. Aha. Und die Gefahr ist dann eben, dass die Tür rumfällt, irgendwo zerstört wird oder ich zerkratze mir die Oberfläche. Oder ich mache im Kühlschrank zu, meistens vergesse ich es dann aber wieder aufzumachen und beim nächsten Mal, wenn ich losfahren will, finde ich drin Schimmel vor oder es riecht unangenehm. Du hast dir jetzt was einfallen lassen? Und, Genau. Und was ist das konkret? Eine Klammer? Eine Stockschutzklammer. Mein liebstes Stück hat auch gesagt, mich stört das alles mit diesen Ärmchen, mach mir mal was, tu mir mal was entwickeln. So, dann habe ich diese Stockschutzklammer entwickelt, Tommy genannt, die ganz einfach eine Abhilfe schafft und prima anzuwenden ist, ganz einfach. So schaut die Stockschutzklammer aus. Wir haben das bei Tommy uns bestellt, haben gesagt, okay, wir kommen mal vorbei, zeig uns das mal, wie das Teil funktioniert. Du hast hier vorne drauf stehen Tommy, das ist jetzt dein Logo. Die Klammer heißt Tommy. Der Shop heißt eigentlich Tools to Camp. Ne, dort ist auch alles zu finden, was im Prinzip auch entwickelt worden ist und was in Zukunft auch noch dazu kommt. Es kommen noch viele andere Ideen, immer mal reinschauen. Das blenden wir auf jeden Fall mal mit ein, liebe Wohnmobilfreunde. Den Shop, wo ihr das natürlich alles findet, wo ihr nachschauen könnt. Die Klammer, wie funktioniert das jetzt? Wir haben jetzt hier diesen Tedford 7300er Reihe. Es gibt ja verschiedene Kühlschränke, aber das Halterungssystem ist ja immer das gleiche bei den Kühlschränken. Bei den Doppelkühlschränken ist das alles das gleiche. Im Prinzip die Abstände sind leicht unterschiedlich, aber man kann im Prinzip hier diese Schließbleche auch leicht verstellen. Da sind Langlöcher drin. Einfach hier lösen kann man das ein bisschen verstellen. Ja, das sind ganz normal die Halterungen, wo eben die originale Öffnung der Riegel einhakt. Ja. Und die kann man auch verstellen. Okay. Muss man aber in der Regel nicht, weil es passt. Super. Und du hast jetzt diese Stockschutzklammer entwickelt. Wie funktioniert das? Tommy will uns das jetzt mal zeigen, liebe Freunde. Wie geht die Geschichte rein? Ja, ganz einfach. Zuerst mache ich natürlich den Kühlschrank auf. Beide Türen. Oben und unten. Und dann nehme ich den Tommy einfach. Jetzt ist die Frage, ist der Kühlschrank links gehängt oder rechts gehängt? Je nachdem, in die Richtung drehe ich den Tommy. Bei mir ist er jetzt links gehängt, also so rum unten einhängen. Was meinst du mit links gehängt? Wo die Scharniere sind. Aha. Ja, das ist links gehängt, sind die Scharniere rechts, ist er rechts gehängt. Aha. Ja, man spricht bei Türen dann immer, ob links oder rechts gehängt. Okay. Und deinen Tommy, wie richtest du den dann aus? Ja, ich kann den links oder rechts verwenden, indem ich ihn einfach umdrehe. Woran sehe ich das? An der Schräge? In der Schräge, ne? Die große Schräge zeigt immer zur Öffnung der Türe. Ach, die große Schräge zeigt immer zur Öffnung. Super. Ja, das ist ja leicht schräg. Und die größere Fläche ist immer zur Öffnung der Türe. Weil man muss sich ja vorstellen, die Türe ist 5 cm geöffnet und steht dann quasi so. Und das muss natürlich passen. Jetzt zeig uns das mal, wie funktioniert das. Also ich nehme einfach den Tommy in der Hand. Hier habe ich das unterste Schließblech. Mit der unteren Nase hänge ich das hier ein. Halte es fest. Dann drücke ich mit beiden Daumen oder mit Daumen und Zeigefinger, je nachdem wie ich rankomme, oben ein bisschen nach und schnapp das in das oberste ein. Aha. Das war's. Das war's gewesen. Ja, das war's. Und das ist im Grunde genommen die Vorhalterung für diese beiden Türen. Genau. Diese 2 Löcher, die wir hier drin haben, die sind jetzt der Ersatz für diese Bügeln, die drin sind, genau. für die Halterung. Aha. Genau, diese 2 Fensterchen. Hier kann ich jetzt ganz normal die Türe wieder schließen und mit den originalen Türschließern hier einhängen. Aha. Und ihr seht, liebe Freunde, da haben wir jetzt hier einen riesengroßen Spalt. Sehen wir das jetzt so richtig? Das sind ca. 6 cm. 6 cm ist jetzt hier die Kühlschranktür auf und dann kommt die obere Tür, die kann man ganz einfach ran. Das gleiche. Ganz einfach auch zumachen.
wunderbar, es rastet natürlich auch ein. Ich kann jetzt damit fahren, wenn ich zum Beispiel eine Werkstattfahrt haben will, da mache ich ja nicht jedes Mal den Kühlschrank an. So müsste ich die Türen jedes Mal zumachen, damit sie mir nicht beim Fahren aufklappen. Und damit kann ich in die Werkstatt fahren. Die Werkstatt kann damit Probefahrten machen. Und wenn ich dann die nächste Tour mache und den Kühlschrank wieder anmache, dann kann ich natürlich den Tommy ganz problemlos entfernen. Eine Halterung für den Kühlschrank, eine Stockschutzhalterung, wie Tommy jetzt hier sagt. Wunderbare Geschichte. Geht das genauso einfach raus, wie es rein? Ja. Okay. Und ganz einfach wieder die Türen aufmachen, wie ich sie normal auch aufmache. Ja. Dann nehme ich, wie gesagt, beide Daumen, wie beim Reinmachen auch. Oder eben Daumen und Zeigefinger, je nachdem wie ich eben rankomme. Na, drück oben leicht nach. Aha. Das geht straff, das muss straff gehen. Das muss straff gehen? Ja. Das ist so gewollt. Ist so gewollt, weil sonst besteht ja die Gefahr, dass im Prinzip beim Fahren, wenn ich das drin habe, die komplette Halterung aus diesen Schließblechen rausschnappt und die beide Türen mit einmal beim Bremsen zum Beispiel auffallen. Das muss sehr straff gehen. Das ist so gewollt. Ja, okay. Ja? Bitte auch keine Änderungen vornehmen, damit es leichter geht. Man kann zwar diese Schließbleche leicht verstellen, aber die Gefahr ist eben dann wirklich, dass das Ganze beim Fahren rausschnappt. Okay. Das soll nicht sein. Ne? Ist nachvollziehbar, ja. Deswegen sollte es sehr straff gehen. Bitte auch beide Daumen oder Zeigefinger verwenden, nicht bloß so drauf drücken, dann schafft man es nicht. Hüben und drüben drücken, das sind nur 3 mm. Ein bisschen nachdrücken und dann oben rausnehmen. Und dann kann ich es ganz normal unten in der Hand nehmen. Jetzt eine ganz normale Unwissenheitsfrage von mir. Was machst du mit dem Teil, wenn du jetzt den Kühlschrank hier in Verwendung hast und verschlossen hast? Wo tust du das hin? Ja, man legt es ganz einfach irgendwo hin. Es kommt aber demnächst noch eine Halterung dazu, die ich irgendwo ankleben kann mit doppelseitigem Klebeband. Ja, liebe Freunde, das war, wie sagt der Tommy so schön, Stockschutzklammer. Stockschutzklammer für den Kühlschrank. Gibt es natürlich auch für diejenigen, die jetzt einen Kühlschrank haben, bloß für eine Tür? Ja, ist jetzt in Entwicklung. Es gibt ja Kühlschränke ohne Gefrierfach und da kommt jetzt eine neue Halterung, die letztendlich für diesen Solo-Kühlschrank oder Unterbaukühlschrank auch geeignet ist. Also ist dann im Grunde genommen für fast jede Modelle geeignet. Ihr habt es gesehen, liebe Freunde, die Stockschutzklammer für den Kühlschrank. Wir haben die jetzt auch. Wir sind total begeistert. Wir haben es uns mal zeigen lassen. Wir bedanken uns für die Einladung bei Tommy, dass er uns das gezeigt hat. Und wir danken natürlich auch Tommy für die Ideen. Ihr findet alles weitere im Shop. Den werden wir hier nochmal mit verlinken. Hier könnt ihr das alles für euch nochmal mit anschauen. Vielen Dank an Tommy. Und natürlich, liebe Wohnmobilfreunde, wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt gesund. Bis dahin viel Spaß.